Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zum Start einer neuen Reihe für den Monat Mai. Man sagt ja immer so schön, alles neu macht der Mai, und ich habe mir diesen Spruch zum Vorbild im Prinzip genommen, um meine Wohnung ein bisschen neu zu machen und auf den Kopf zu stellen, beziehungsweise alles schön aufzuräumen und auszumisten. Jede Woche im Mai wird ein Video dazu online gehen, in dem ich einen Raum meiner Wohnung ein bisschen umgestalte, beziehungsweise einfach wieder neu und schön gestalte, ein bisschen aufräume, weil es haben manche Räume oder manche Sachen auch einfach ganz doll nötig. Wenn ihr da Lust zu habt, freue ich mich, wenn ihr dran bleibt und wenn ihr auch bei den nächsten Videos mit dabei seid. Dafür am besten den Kanal direkt einmal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keins der nächsten Videos und ich freue mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben. Heute im ersten Video widme ich mich unserem Arbeitszimmer. Und ihr habt unser Arbeitszimmer, glaube ich, schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal gesehen. Ich habe auch einmal so ein komplettes Makeover gemacht von diesem Raum. Allerdings schaffen wir es irgendwie immer wieder, dieses Zimmer zu verunstalten, sagen wir mal so. Es fungiert halt immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen als Abstellkammer. Und das ist halt schade, weil natürlich soll hier eine schöne Arbeitsatmosphäre entstehen, dass man hier schön arbeiten kann. Und aktuell ist es wieder besonders schlimm, sage ich mal. Also es ist wirklich, es steht halt super viel Kram hier rum. Also erstmal muss ich sagen, der Schreibtisch muss halt ganz dringend aufgeräumt werden, damit man da wieder schön drauf arbeiten kann. Ich möchte die Fensterbank auch gerne ein bisschen umgestalten. Ich muss halt definitiv die Fenster putzen. Dann steht hier seit Wochen eine Kiste mit aussortierten Büchern rum. Da möchte ich mich drum kümmern, die loszuwerden. Deswegen werde ich wahrscheinlich eine Kiste machen, die ich an die Straße stelle, mit zu verschenken. Was ich auch machen möchte, ist, dass wir vor einiger Zeit unsere ganzen Unterlagen neu sortiert haben und da ein neues Ablagesystem gemacht haben. Und da ist halt auch einiges da zusammengekommen, das weggeschmissen werden muss an Unterlagen, das weg kann. Aber das schmeiße ich ungern einfach so in den Mülleimer. Dafür haben wir extra einen kleinen Schredder besorgt. Das muss noch geschreddert werden, damit es wirklich richtig entsorgt werden kann. Das steht auch noch hier rum. Wenn ihr unser Arbeitszimmer aus einem der anderen Videos schon kennt, dann wisst ihr, dass, beziehungsweise fragt ihr euch vielleicht, wo die Bücherwand ist. Also ich hatte hier vorher eine komplette Wand mit Bücherregalen, wo meine kompletten Bücher oder fast kompletten Bücher untergebracht waren. 2 dieser Regale sind mittlerweile hier aus diesem Raum ausgezogen und ins Wohnzimmer gezogen, wo es einfach besser hinpasst und schöner aussieht. Das heißt, es steht noch ein Regal hier, wo meine ungelesenen Bücher drin stehen und DVDs und halt unsere Ordner und so weiter. Und was hier halt auch drin steht, das ist dieses Sofa, auf dem ich hier sitze und das ich zu meiner Drehecke im Prinzip auserkoren habe. Das heißt, hier in diesem Zimmer, das eigentlich auch recht klein ist, steht halt auch noch das ganze Equipment für meine Videos drin. Also Lampen und so weiter. Und das heißt, es ist einfach super viel hier drin und ich möchte das alles so ein bisschen geordneter und ordentlicher haben. Und das machen wir heute. Ich glaube, am meisten Sinn macht es, wenn ich mich erstmal um die Sachen kümmere, die überhaupt gar nicht hier reingehören. Das heißt, ich nehme mir nämlich als allererstes diese dicke Kiste mit den Büchern vor. Das ist so schwer, das sind einfach so viele Bücher, ich kann sie gar nicht alle zeigen. Also das sind alles sämtliche Bücher, die ich aussortiert habe, weil sie mir nicht mehr gefallen oder weil ich sie einfach nicht mehr hier brauche. Und ich habe schon mal angefangen zu gucken, ob ich die auch gebraucht bei Rebuy verkaufen kann oder so. Und ich werde jetzt nochmal checken und ob das vielleicht doch irgendwie für das ein oder andere Buch irgendwie was bei rumkommt, dass es sich lohnt, es zu machen. Und wenn nicht, dann kommen die halt in den Bücherschrank oder ich stelle sie an die Straße. Das ist immer so ätzend bei Rebuy, ne? Man bekommt einfach so wenig für so ein Buch. Das hier, so ein tolles Hardcover, 15 Cent. Kurze Zeit später, und es hat mich sehr überrascht, aber ich habe tatsächlich eine große Kiste für Rebuy zusammengestellt, die insgesamt über 60 € wert ist. Also ich bekomme dafür, ich glaube, 61 € irgendwas. Das sind alles Bücher, DVDs und ein paar Hörbücher, die ich alle nicht mehr brauche. Diese Kiste hier, die kommt jetzt raus aus dem Arbeitszimmer und die werde ich für den Versand fertig machen.
Und dann gibt es da nochmal schöne 60 Euro für. Das tut ganz gut, glaube ich. Win-Win-Situation würde ich sagen, ein bisschen weniger Ballast und dafür mehr Ordnung und noch ein bisschen Taschengeld obendrauf. So, ich habe alle Unterlagen geschreddert, die geschreddert werden müssen. Und ich habe alle Unterlagen abgeheftet, die abgeheftet werden müssen. Das ist echt immer so die ätzendste Arbeit an dem ganzen Kram einfach. Und man fragt sich jedes Mal, warum hefte ich es nicht direkt ab? Warum mache ich immer erst einen Stapel auf dem Schreibtisch? Jedenfalls, das ist erledigt. Das heißt, ich werde mich jetzt dem Schreibtisch widmen. Und da ist einiges zu tun, weil mich stört es. Es ist halt irgendwie... Ich hatte den so schön ordentlich gemacht und halt auch extra hier dieses Ding besorgt und es ist aber mittlerweile einfach ziemlich zugemüllt. Wollte dann nochmal durchgucken und nochmal gucken, wie man das irgendwie sinnvoller anordnen kann da drin. Nochmal gucken, wie ich Stifte anders unterbringen kann und einfach, ja, mein Problem ist halt auch 10.000 Kabel, die wir hier haben. Es ist ein bisschen schwierig. Gerade gefunden und das ist so typisch ich. Ich wollte wann war das? Das ist jetzt bestimmt schon 2 Jahre her, vor 2 Jahren so ein Bild für das Kinderzimmer von meinem Sohn machen, mit einem Handabdruck, der hier drin ist und den ich dann halt so ein bisschen anmalen wollte und mit Scrabbelstein, also seinen Namen aus Scrabbelstein zusammengelegt, halt da drunter geklebt und ja, ich habe alles seit Ewigkeiten hier drin in diesem Bilderrahmen gesammelt, wo es letztendlich auch rein soll und ich habe es nie gemacht. Wäre ja mal eine Idee, das jetzt auch mal fertig zu machen und in sein Zimmer zu haben. Ja. Ja. So, es hat sehr lang gedauert, aber Schreibtisch ist abgeräumt und sauber gemacht, genauso wie die Fensterbank und die Fenster. Irgendwann werde ich mir noch mal eine schöne Schreibtischunterlage für diesen Schreibtisch besorgen, weil der einfach sehr alt ist und viele, viele Macken hat. Aber jetzt fürs Erste geht es ans Aufräumen oder beziehungsweise Einräumen und Dekorieren. Es ist vollbracht. Oh, ja, es hatte sehr, sehr lange gedauert und ich glaube, es war halt gar nicht so viel, was ich zeigen konnte. Es war irgendwie, ja, es war einfach so viel Kram. Aber ich habe es gefühlt jetzt so ein bisschen besser ordnen können hier, dass ich hier halt auch einfach viel besser drin arbeiten kann. Und ich zeige euch das mal so ein bisschen. Also den Schreibtisch habt ihr schon gesehen, wie ich den gerade ein bisschen aufgeräumt habe und die Sachen draufgestellt habe. Hier... Ich stehe vor dem Subregal. Also das hier, ich zeige es euch gleich, da muss ich gleich noch was zu sagen. Was uns nämlich definitiv fehlt, ist Stauraum. Und ihr seht jetzt hier so ein paar Handwerkssachen liegen, wie den Dreieckschleifer und die Farbrollen und auch hier die Farbe. Das ist von einem aktuellen DIY-Projekt, wo ich gerade dran bin. Das heißt, es liegt jetzt nur so lange da, bis das Projekt fertig ist und dann kommt das sowieso weg. Und diese Anlage, die stand vorher unter dem Schreibtisch, beziehungsweise eine Box dann halt auch auf dem Schreibtisch und eigentlich total unnötig. Also ich nutze diese Anlage eigentlich gar nicht. Ich hatte die im Dezember aufgebaut, weil das halt das letzte Ding ist, noch mit Kassettendeck und ich hatte in der Weihnachtszeit auf einmal so Lust, so ein paar Weihnachtskassetten von mir zu hören. Deswegen hatte ich die dann aufgebaut, aber ja, sie steht jetzt erstmal da und wie gesagt, der ganze Malerkram kommt weg. Da steht dann halt der Drucker und so weiter und das Bild habt ihr ja eben gesehen. Das werde ich dann irgendwann auch nochmal fertig machen.
Und darunter ist halt ja unser Stauraumproblem einfach. Das sind alles leere Briefumschläge und ein alter Messerblock, der gerade bei eBay Kleinanzeigen eingestellt ist. Und da unten sind halt so Bastelsachen. Also einmal Bastelsachen von meinem Sohn, wenn wir zusammen basteln. Und da steht halt auch mein Nähkästchen, halt alles, was ich zum Nähen brauche. Und hier das Regal habe ich eben schon erzählt. Also das sind alles meine ungelesenen Bücher. Die Farbtöpfe kommen da weg. Und bis da gehen die ungelesenen Bücher und dann kommen halt DVDs. Das sieht nicht schön aus, aber noch kann ich mich von diesen DVDs nicht trennen. Das sind alles so Herzensserien und da kann ich mich einfach noch nicht von trennen. Aber ich glaube, so nach und nach werde ich mich da auch von trennen können. Und sonst stehen da unten halt auch noch Bücher und dann unsere Ordner mit der ganzen Ablage. Und hier dieses kleine Billigregal nutze ich einmal ich habe ja auch einen Bücherkanal und da sammle ich Bücher, die noch in einem Video gezeigt werden müssen, beziehungsweise das sind auch Rezensionsexemplare und ich habe da drunter jetzt so ganzes Video-Equipment gesammelt, meine andere Kamera und da liegen jetzt halt alle Stative und halt die Mehrfachsteckdose, die ich brauche, wenn ich drehe und halt da ist halt alles dann gesammelt drin. Da unten stehen auch nochmal Ordner, die sind aber eigentlich alle leer. Und hier an dieser Wand, wo halt vorher, also früher noch 2 komplette Billigregale voll mit Büchern standen, da stehen jetzt halt die Lampen. Und hier geht es dann weiter und das kennt ihr auch, das ist halt da, wo ich immer sitze, wenn ich drehe. Das heißt, deswegen stehen die Lampen halt dann auch gegenüber. Es macht halt einfach Sinn. Diese Ecke werde ich irgendwann halt auch nochmal schöner gestalten, dass das in den Videos auch nochmal besser aussieht, einfach ein bisschen schöner gestaltet ist, ein bisschen freundlicher, fröhlicher. Hier steht ja der Schreibtisch, den habt ihr eben schon gesehen. Handy, Notizblöcke, die ich aktuell immer benutze. Das ist meine To-Do-Liste, beziehungsweise mein Bullet Journal nutze ich ja auch als To-Do-Liste. Dieses Utensilo mit Stiften und auch nochmal 2 Notizbüchern drin und alles, was man so braucht. Und das sind auch alles Notizbücher. Ich habe viele Notizbücher, ich brauche auch viele Notizbücher. Hier, das ist das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Und so ein paar Sachen zum Bullet Journaling habe ich hier auch noch. Dann halt alles, was man so zum Arbeiten braucht. Laptop natürlich. Und das hier ist eigentlich so eine Schmuckablage, so für Ringe und so. Das stand ganz lange Zeit im Schlafzimmer und ich habe es aber überhaupt nicht mehr genutzt. Das ist einfach nur zugestaubt. Und ich habe das jetzt genutzt, um hier diese blöden Sicherheitsklammern irgendwie zu verstauen. Und weil das jetzt gar nicht so viel war, habe ich dann noch meine Handcreme, die ich immer hier liegen habe, und so einen Lippenbalsam und eine Packung Taschentücher damit draufgelegt. Dann ist das nämlich auch immer alles griffbereit. Externe Festplatte, übrigens an alle. Externe Festplatte. Und hierfür werde ich noch 2 neue kleine Pflänzchen besorgen bei Gelegenheit. Es war sehr viel Arbeit. Es war halt auch einfach echt ja, völlig zugemüllt hier drin. Und jetzt bin ich halt total happy, dass das hier alles wieder schön frei ist und ich da richtig schön dran arbeiten kann. Ich glaube, der Sinn und Zweck hinter diesen Videos soll halt vielleicht sein, vielleicht auch so ein bisschen zu motivieren, auch mal so diese Kruschelecken anzugehen, weil ich gebe zu, da haben wir einige von in der Wohnung. Und ich werde nämlich auch genau diese Kruschelecken in diesen Alles-Neu-Videos angehen. Das werdet ihr in den kommenden Wochen dann noch sehen. Ein Arbeitszimmer war halt einfach für mich Prio 1 mit, weil das Arbeiten hier halt überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und jetzt ist alles wieder schön ordentlich und sauber und ich freue mich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche dann zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.